60 Euro. Wir sind jetzt da unterhalb des Auxsees und wollten jetzt rauffahren mit dem Auto. Sind dann eine Zeit lang vor einer roten Ampel gestanden, bis ein freundliches Ehepaar gekommen ist und uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir jetzt 2 Stunden warten müssen. 2 Stunden warten, bis die Ampel grün wird, weil es ist jetzt 14 Uhr und erst ab 16 Uhr fährt die Ampel, wenn nämlich der Lift rauf nicht mehr fährt. Jetzt sind wir zur Station gegangen und wollten uns Liftkarten kaufen und da wurde uns mitgeteilt, dass das pro Person rauf und runter 29 Euro kostet und nicht besser, aber da haben es irgendwem für diese Fahrt zahlen wir nicht 60 Euro. Jetzt überlegen wir uns, wie wir das tun. Möglicherweise gehen wir da herunten irgendwo essen und fahren dann, wie geplant, mit dem Auto rauf. So, wir haben uns entschlossen, bis 16 Uhr hier auf einer Alm in einer Gaststube zu warten, was zu essen und dann mit dem Auto raufzufahren. Das kostet zwar auch wieder eine Maut und das Essen da ist auch nicht günstig, aber insgesamt immer noch billiger als fast 60 Euro nur für die Talfahrt und Bergfahrt mit der Bahn zu nehmen. So, wir sind eingekehrt in die Blaalm-Gastwirtschaft, stärken uns ein bisschen, bevor es dann rauf geht mit dem Auto auf den Loser und dann unsere Tour fortsetzen zum Auxsee. Aber bis dahin lassen wir es gut schmecken. So, nach einer unfreiwilligen Wartezeit von über 2 Stunden und dann auch noch an meiner Wartezeit in der Gastwirtschaft sind wir jetzt oben am Loser und starten unsere Tour zum Auxsee, um jetzt auch den endlich für unsere Iron Lake Challenge absolviert zu haben. Ich gebe euch ganz kurz noch einen Überblick, wie es da herum ausschaut. Momentan noch ziemlich unspektakulär. Ja gut, dann starten wir. No, es hat sich schon ausgezahlt. Schaut euch das Panorama an. Wunderbar. Ein Traum. Da ist er also, der Auxsee. Und wir beginnen jetzt die Umrundung. Schauen wir mal, ich bin noch gar nicht sicher, wie das da funktioniert. Es hat ein bisschen was von einer irischen Landschaft, wenn du mich fragst. Schön. Durchaus schön.
Also vom Eindruck her müsste der Steirersee größer sein als der Augstsee und damit in der Challenge dabei sein und zählen. Ist aber leider nicht. Im Gegenteil, im Gegensatz zum Augstsee. Wir werden es noch vorschlagen und hoffen auf eine Berücksichtigung. Ja, ihr seht durchaus ein netter Ort, um sich mal anzuschauen. Aber wir haben ja gestern den Grundlsee gemacht, heute den Altausseer See. Und da sind wir halt schon sehr, sehr verwöhnt. Das muss man ehrlich sagen. Ist auch schön hier. Auch ein Naturereignis und Erlebnis. Aber für mich trotzdem nicht vergleichbar mit den anderen Seen. So, das war's schon wieder. Das war eine schnelle und sehr leichte Runde. Ja, damit haben wir mit dem Augstsee 8 Seen der Liste besucht in der letzten Zeit. Wenn wir die Taublitzalm dazu rechnen, die 6 Seenwanderung, dann haben wir 14. Ja, ich glaube, wir waren fleißig. Wir können stolz sein auf uns alten Deppen. Schön war's. Schön war's. Und schön war auch, dass ihr uns da wirklich begleitet habt. Vielen, vielen Dank dafür. Hallo noch einmal. Wir haben 3 Seen in 2 Tagen gemacht. Das war jetzt der Abschluss. Wir sind bei der Loserhütte und haben soeben den Augstsee umrundet. Entschuldigt, dass ich lache, oder du auch. Aber wir haben jetzt so viele Seen gemacht in so kurzer Zeit, dass wir schon völlig durcheinander kommen. Wahrscheinlich müssen wir uns die Videos selber noch ein paar Mal anschauen, dass wir überhaupt realisieren, was wir alles gemacht haben. Es waren so viele Seen. Also wenn man die 6 Seenwanderung dazu tut, alle Seen wären dann 12. Wenn wir sagen, na, wir nehmen nur 2, die 2 größten von dort, sind wir auch auf 10 jetzt schon. Gell? Also war viel. Ja. Was sagen wir jetzt zum Augstsee? Also da unten müssten wir den Altausseer See sehen, wo wir heute Vormittag waren, ja. Oder heute Mittag. Und der Augstsee an sich ist jetzt nicht sonderlich aufregend, oder? Das ist ein Gebirgssee ohne Bäume. Zahlt sich aus, wenn man es im Rahmen der Challenge macht oder sicher auch, wenn man da hier oben eine Gipfelwanderung macht, weil da gibt es schon sicher einige schöne Wanderwege, die wir allerdings nicht bewandert oder besucht haben. Das ist so. Wir sind speziell für den Augstsee gekommen, um die Challenge abzuschließen. Ja, und das Wetter war auch ein bisschen trüb, also bewölkt einfach. Und vielleicht sind deswegen auch die Farben nicht so hervorgekommen beim Augstsee wie bei den anderen. Also die anderen waren ja zum Teil gigantisch. Ich glaube, es gab hier gar nicht so viele Farben. Also es war alles ein bisschen trist. Aber trotzdem, es war schön. Es war eine schöne Tour, es war ein schöner Ausflug. Ja, ein bisschen mit Holpersteinen, Stolpersteinen. Also du siehst, ich bin auch schon völlig fertig. Es war schon anstrengend jetzt die letzten Tage und das Wochenende sind schon einige Kilometer zusammengekommen. Ja, so gut geschlafen haben wir auch nicht. Stimmt. Uns ein bisschen geärgert, weil es doch recht teuer war. Und also ehrlich, es war eine gute Entscheidung, dass wir da nicht mit der Seilbahn raufgefahren sind, weil die 60 € wären es mir persönlich nicht wert gewesen, sage ich ganz ehrlich. Nein, da war es gescheiter, die Cremeschnitte auf der Blaha Alm. Genau. Die war sensationell. Die war auch teuer, aber ja. Okay. Aber gut, da habe ich wenigstens was im Magen gehabt davon. So. Genau. Ja, passt. Bis zum nächsten Mal.
bleibt uns gewogen. Ciao. Ciao.